Hallo ihr Lieben, wir waren an einem ganz interessanten Ort, an einem Lost Place, der leider wirklich verrottet. Und zwar waren wir bei der Garnison Jüterboog, welche auch ein Mahnmal der Geschichte ist. Und ich möchte zu keinem Zeitpunkt die Zeit der Unterdrückung verherrlichen. Ich bin wirklich froh, dass ich heute lebe. Und ich möchte einfach nur mit Bild und Ton meine jetzigen Eindrücke zeigen. Und per Zufall sind wir auf diesen Ort gekommen, um uns den mal anzuschauen. Der Weg dorthin hat etwas länger gedauert. Wir sind ja aus Berlin. Und ich war auch ganz gespannt, ob wir überhaupt das Gelände betreten können oder ob alles zu ist oder bewacht. Das war aber nicht so. Wir sind ganz einfach auf das Gelände gekommen und die Gebäude haben uns doch sehr überrascht. Also dieser ganze Ort, das war ganz ruhig und wir sind auch alle ganz ehrfurchtsvoll da umhergelaufen am Anfang und waren erstaunt, wie viele Gebäude da stehen. Und wir waren jetzt nur in dem Bereich Altes Lager. Das sind Gebäude von der Luftwaffe, die damals errichtet wurden. Und sind da natürlich neugierig umhergelaufen und konnten sogar auch in die Gebäude reingehen, womit ich jetzt auch nicht gerechnet habe. Und haben da viele Stunden verbracht und haben da so viel entdeckt. Und ich hoffe, dass ihr einfach in dem Video und den Fotos, die wir gemacht haben, erkennen könnt, was das für ein wunderschöner Ort ist, der leider verrottet. Die Gebäude stehen auch unter Denkmalschutz. Und ich wundere mich doch sehr, dass die Fenster alle herausgenommen wurden, wie man das ja auch so schön in den Videos sehen kann. Und die ganze Feuchtigkeit eindringt in die Gebäude und die wirklich kaputt macht. Das ist für mich ein großes Rätsel, was das jetzt nur soll. Weil eigentlich ist das ja so, wenn man ein denkmalgeschütztes Gebäude kauft, dann bekommt man ganz viele Auflagen, wie man das restaurieren darf, renovieren darf. Also man darf dann nicht einfach schalten und walten, obwohl es sein Eigentum ist, sondern man bekommt viele Auflagen. Aber wenn das nicht veräußert wurde an einem Privateigentümer, dann machen die irgendwie auch nichts. Also nichts passiert da, außer dass alles tatsächlich verrottet. Diese ganze Geschichte geht den Bach runter. Ja, also was wir auf jeden Fall vorgefunden haben, ist das Areal, wo auch der Paradeplatz war, den man jetzt eigentlich ziemlich auch schwer erkennen kann, weil auch alles zuwuchert. Finde ich aber auch wiederum schön, dass die Natur sich doch alles wiederholt. Ja, und dann sind wir so rübergelaufen und haben uns das alles angeguckt. Und dann sind wir auch in die ersten Gebäude reingegangen. Und wenn wir irgendwo noch Zeitschriften oder irgendwelche Schriftstücke gesehen haben mit der originalrussischen Sprache, war das auch nochmal besonders, weil zum Schluss war natürlich die Rote Armee da drin. Also nach dem Zweiten Weltkrieg sind die eingezogen und haben alle Gebäude gleich genommen. Das war das alte Lager, das neue Lager, Forst Zinna. Also es ist da in Jüterboog sehr viel zu entdecken. Ich hätte so gerne mal einen Lageplan gesehen, wie die Gebäude standen, welche noch genutzt wurden oder wie sie genutzt wurden. Aber natürlich die Rote Armee gibt ja auch nicht viel Preis, wie das war. So erfährt man jetzt nicht so viel. Aber das ist auf jeden Fall am Anfang die Gebäude der Luftwaffe gewesen. Wahrscheinlich wurde die Höhere Fliegertechnische Schule 1934/35 erbaut. Ich habe ja gesagt, das sind die Gebäude der Luftwaffe. Da Deutschland durch die Versailler Verträge keine Luftwaffe besitzen durfte, wurde die Anlage als zivile Einrichtung getarnt. Daher ist nicht bekannt leider, wer die Architekten waren, noch das genaue Baudatum. Bei den Gebäuden ist uns aufgefallen,
dass die Flure mit Stahlkonstruktion erbaut wurden und Gläsern und die Gebäude an sich aber doch traditionell waren. Ja, das war natürlich ein Unterschied. Die Anlage hatte viele Lehrräume, Unterkünfte und Funktionsgebäude. Wo ist denn Thorsten? Da. Ja, in den Gängen, das war sehr spannend. Die waren natürlich soweit, also die Räume waren soweit leer oder auch dunkel, weil die ja so mit den Brettern zugenagelt waren. Die Fenster sind ja entnommen worden, wie schon erwähnt. Und das war natürlich, wir waren neugierig. Auf jeden Raum, den wir da vorgefunden haben, haben wir immer so ganz zaghaft erstmal um die Ecke geschaut, was uns da erwartet. Und es war auch alles sehr dunkel. Wir hatten Taschenlampen dabei. Das war natürlich alles sehr mystisch, interessant. Ja. Was uns bei den Gebäuden auch aufgefallen ist, dass manche Gänge zugemauert waren und auch teilweise wieder aufgebrochen wurden. Warum die jetzt nur geschlossen wurden und wann, das war für uns auch ein Rätsel und wer die auch aufgeschlagen hat. Hier sind wir beim Wehrmachtstheater und Kinosaal. Das hat mich sehr beeindruckt. Also wie gesagt, wir gucken ja immer so zaghaft um die Ecke und auf einmal kam dieser Raum stockdunkel. Die Bestühlung noch von früher mit der Nummerierung. Und jetzt schaut euch mal die Decke an. Also das war ziemlich gefährlich dort, weil die Feuchtigkeit da durchgedrungen ist und sehr viel kaputt macht. Und man einfach nicht die Sicherheit hat, kommt da nochmal was von der Decke runter, stürzt man da ein in den Keller. Deswegen wäre ich gerne oder wir gerne einfach da durch die Reihen gelaufen, haben aber davon Abstand genommen, weil einfach die Sicherheit am wichtigsten ist. Also hier sieht man, die ganze Decke kommt da runter. Und eigentlich, wie schon erwähnt, ist das ja auch unter Denkmalschutz. Und ich weiß nicht, wie lange die Gebäude jetzt da noch so erhalten sind oder bleiben. Da müsste einiges getan werden. Also man sieht, da kommt immer mehr runter, der Winter naht. Das wird natürlich alles viel schlimmer werden.
Bei meiner Recherche zu dem Ort habe ich Folgendes gelesen. Am 19.01.1988 kam es zu einem schlimmen Unfall zwischen Jüterburg und Luckenwalde. Was war hier passiert? Ein 19-jähriger Panzerfahrschüler der Sowjetarmee machte zum ersten Mal unter Nachtsichtbedingungen in einem T-72 Fahrübungen. Der Fahrlehrer ist gerade mal 20 Jahre alt. Um 17:50 Uhr näherte sich der D-Zug. Der Fahrlehrer saß oben im Panzerturm, um den Schüler zu überwachen und mit ihm über Sprechfunk in Verbindung zu bleiben. Doch er konnte selbst nicht lenken und daher nicht unmittelbar helfen. Es gab auch Sprachprobleme, denn der Schüler kam aus Kasachstan und der Lehrer aus der russischen Sowjetrepublik. Als der Ausbilder befahl, dass der Schüler eine Kurve fahren sollte, fuhr der Fahrschüler aber aus Versehen geradeaus, direkt auf die Gleise der Bahnstrecke Leipzig-Berlin. Die Betätigung des Notschalters half nicht, denn dieser war wohl defekt und das Kettenfahrzeug ließ sich nicht stoppen. Die Panzerinsassen gerieten in Panik und konnten den Panzer noch rechtzeitig verlassen. Ungebremst raste der D-Zug mit fast 120 Stundenkilometer auf den Panzer. Die Lokomotive überschlug sich und der Panzer wurde 130 Meter vor sich hergeschoben. 6 Menschen starben bei diesem Unfall, auch die beiden Lokführer und 33 Menschen waren verletzt. Die Lok und 9 Waggons waren hin. Die Volkspolizei verhörte die Panzerinsassen noch an dem Abend. Eigentlich war es ja so, dass Unfälle mit der Beteiligung der Roten Armee in der DDR immer verschwiegen wurden, doch diesmal berichtete die DDR ungewöhnlich ausführlich darüber. Auch in der BRD wurde darüber berichtet und der Unfall hatte 13,6 Millionen Mark gekostet und die Sowjetarmee blieb das bis heute schuldig. Die bezahlte das nie. Was mit den Panzerinsassen geschah, blieb auch unbekannt und es wurde damals vereinbart, dass sie vor ein sowjetisches Militärgericht treten müssen und was aber passierte, weiß man nicht. Nach Gerüchten her wurden beide erschossen. Nachdem ich über den Unfall gelesen habe, wollte ich mehr über die jungen russischen Soldaten erfahren und habe ein paar Informationen gesammelt. Für einfache Soldaten, im Volksjargon Muschkoten, war es hart, entbehrungsreich und oft menschenunwürdig in der Sowjetarmee. Sie hatten wenig Essen, harten Drill, sie waren ständig Schikanen der Vorgesetzten ausgesetzt, sie hatten oder lebten in Massenquartieren, mussten ihre persönlichen Gegenstände und Uniformen auf den Hocker vor dem Stockbett hinlegen, mehr hatten sie wirklich nicht. Sie bekamen etwa 15 DDR-Mark im Monat. Offiziere dagegen lebten oft in Saus und Braus, bekamen 1500 DDR-Mark, die sie nicht mal ausgeben konnten zu damaligen Zeiten. Sie lebten mit Familie und hatten freie Wohnung und Verpflegung. Ja, die jungen Soldaten hielten es dagegen psychisch und physisch oft nicht aus. Eine Folge war die Fahnenflucht. Wenn sie aufgegriffen wurden, gab es langjährige Haftstrafen oder sogar die Todesstrafe. Ja, eine unbekannte Anzahl ging sogar in den Freitod. Bis heute geben die russischen Staatsarchive nicht alles frei und
man weiß nichts Genaues, keine genauen Zahlen, es ist alles nur Vermutung. Worauf wir immer sehr Acht geben mussten, das waren Löcher in den Böden. Die tauchten dann auf einmal aus dem Nichts auf. Und man musste natürlich gucken, einmal war man neugierig, was erwartet einen um die nächste Ecke. Und man schaute vielleicht nicht auf den Boden und da kam ein Riesenloch. Hier ist die alte Tankstelle der Wehrmacht. Ich habe Fotos gesehen. Ich weiß gar nicht mal genau wo, aber jedenfalls war da die Zapfsäule noch da. Also das muss jetzt irgendein Schrotthändler sich mal gegönnt haben. Auf jeden Fall waren die weg. Dafür stehen aber noch die ausgeschlachteten Trabis da. Keine Ahnung warum. Ob das jetzt einfach auch irgendjemand da mal abgestellt hat oder ob das noch aus der damaligen Besetzungszeit war, das kann ich nicht sagen. Was ganz schön war für uns, dass wir noch in das Heizhaus rein konnten. Das Heizhaus hat 5 große Kessel, wie man da auch gesehen hat. Und eine Besonderheit ist auch ein automatisches Förderband, wo die Kohle halt automatisch befördert wurde damals. Ja, man kam hier rein, unten waren die Kessel, dann ging es noch eine Treppe hoch. Das sehen wir gleich.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hatte eine wunderbar spannende Zeit bei der Besichtigung des alten Lagers. Ja, falls es euch auch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Bis bald.